Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Michael, der Kameramann, dabei, freut sich. Genau, so richtig schöne Januar, Winter, Frühjahrsdeko haben wir heute gemacht. Und da könnt ihr sehen, wir haben einfach zwei Dekosachen aus der Weihnachtszeit aufgepimpt für jetzt, für die Vorfrühjahrszeit und doch noch ein bisschen Winter drin. Und uns gefällt das unheimlich gut, gerade diese Kombi. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Genau, und für das Umstyling unserer Kränze von Weihnachten, da brauchen wir heute, einmal haben wir hier diesen Kranz. Hier oben in der Infobox könnt ihr mal gucken, wie dieser Kranz gemacht worden ist. Ganz einfach, mit Ästen, mit Moos, mit Jute. Und daneben habe ich den Kranz, genau, und der ist nur mit Moos umlegt, gar nicht umwickelt. Aber der ist super eingetrocknet und ich finde, diese Basis ist auch noch wunderbar. Und dann gucken wir mal, was ich noch habe. Ich habe ein Glas und ich habe hier noch so ein Glasgefäß, da gehörte meine Wurzel zu. Das ist ein bisschen kaputt, hält aber das Wasser dicht. Dann habe ich hier noch mal 3 Schwimmkerzen, eine Lichterkette, die habe ich auch immer wieder im Einsatz. Gerade zum Frühjahr ist die wunderbar mit diesen kleinen Blüten. Dann habe ich hier eben gerade von unserem Rasen die Äste aufgesammelt. Und was ich tatsächlich nach langer Suche gefunden habe, sind Tulpen. Und die werden wir heute mit eindekorieren. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und als allererstes fangen wir jetzt an, das erstmal abzudekorieren. Ich nehme jetzt hier erstmal alles raus. Natürlich den Stern, den legen wir schön zur Seite. Dann dieses wunderbare Windlicht und den haben wir wirklich jetzt zu Weihnachten und vorher ganz, ganz lange angehabt. Da ging immer die Lichterkette an und die Kerze, aber das kommt auch weg. Auch die Lichterkette nehme ich ab, weil hier haben wir jetzt Sterne dran. Das ist natürlich weihnachtlich. Und was mache ich noch ab? Ich mache auf alle Fälle die Apfelscheiben ab und die Kugeln. Dann kann man, finde ich, die Zapfen noch super dran lassen. Man kann auch nur ein paar dran lassen oder man nimmt sie schon komplett ab. Aber ich würde mal sagen, ich fange an und entferne jetzt schon mal die paar Sachen. Hier habe ich jetzt ein bisschen Klebe abgeschnitten und das finde ich auch gar nicht schlimm. Jetzt kann man hier wieder so ein bisschen die Fäden nehmen, rausziehen, da hinten abschneiden und dann stecke ich mir das hier wieder in den Kranz mit rein. Ich habe den Kleber teilweise, wenn es hier dran war, einfach ein bisschen abgeschnitten, wieder neu ausgefranst. Und genau, ich finde das total schön und ich habe jetzt auch einige Zapfen noch dran gelassen, weil ich finde, das ist so eine richtig schöne, es ist eben noch eine Winterdeko. Wir haben Januar, aber auch eine Vorfrühjahrsdeko. Und man kann ihn nachher, ihr könnt euch das wahrscheinlich schon super vorstellen, nachher wunderbar mit Eiern und Federn super ausdekorieren. Und aber soweit ist es noch nicht. Wir möchten jetzt noch eine Winterdeko und da sind Schnittblumen immer wunderbar. Ich stelle jetzt hier die Vase einmal rein und es ist natürlich, könnt ihr sehen, viel zu hoch. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Moos, was ich hier vorher reingesteckt hatte, um Höhe zu kriegen. Das nehme ich jetzt erstmal raus und dann gucke ich jetzt,
lasse den Rest auch drinne und jetzt gehe ich hier mit der Vase rein und ich finde wunderbar. Also ich finde, das passt. Jetzt kann man hier super nämlich nachher die Pflanzen reinmachen, Äste, alles was ihr habt, also jetzt alles komplett im Frühjahr durch. Und wenn man dann einfach mal einen frischen Strauß Rosen oder Tulpen bekommt, die kann man reinmachen und es sieht immer wieder schön aus. So, die Vase lasse ich schon mal drinne stehen. Und ich nehme jetzt die Lichterkette, ups, ein bisschen laut, und werde die, ihr könnt sehen, ich hatte hier ja 2 Kränze genommen, einmal hier komplett nur die Äste umwickelt und den anderen hatte ich oben raufgelegt. Und jetzt werde ich so dazwischen einfach mit dieser Lichterkette, und die finde ich ganz niedlich hier gerade mit diesen kleinen Blüten, und die stecke ich mir jetzt einfach hier zwischen beide Kränze mit rein. Und was natürlich total praktisch ist, das Batteriefach kann man jetzt natürlich hier wunderbar einfach hochheben, auf Timer gestellt und hier unten in unser Gefäß reinmachen. So, und jetzt haben wir hier das Licht von außen und jetzt nehmen wir mal die bemoosten Äste aus dem Garten. Ich schneide mir jetzt die bemoosten Äste erstmal auf Länge. Ich gucke einfach mal, wie ich die Höhe haben möchte. Und es ist natürlich zum Vorteil, wenn man hier unten die Äste einfach noch ein bisschen sauber macht, unter Wasser hält, damit nicht so viel Dreck in das Wasser reinkommt. Bei Tulpen ist es immer praktisch natürlich, dass man nur ein ganz klein bisschen Wasser in die Vase reinmacht. Und das mache ich mal. Ich hole die mal eben raus. Hier ist schon ein bisschen was reingefallen. Und ich würde mal sagen, ich gucke mal, wirklich nur so ein Schwupps. Und das reicht schon für die Tulpen. Die brauchen nicht so viel Wasser, saugen auch sehr viel Wasser. Immer wieder nachgucken. Genau, und deswegen braucht man hier beim Ast natürlich jetzt nicht so viel. Das reicht, wenn man ungefähr diese Höhe macht. Einfach schön nochmal mit Wasser abspülen und reinigen. Und ich schneide mir jetzt einige Äste auf Länge. Und ich finde das ganz schön. Und werde die jetzt hier erstmal komplett in die Vase reinstellen. Darauf freue ich mich am meisten. Endlich richtig schöne Farbe und das auch noch mit Tulpen. Ich liebe Tulpen. Ich finde diese Zeit total schön und die einmal nur anschneiden und jetzt könnt ihr die wunderbar in die oder zwischen die Äste mit eindekorieren und das mache ich mal. 점점 세상을 밝게 비춰 활활 다르게 더더욱 뜨겁게 넌 내가 서로 너게 될 수 있게 우리 먼저 let it burn. Gefällt mir richtig gut, oder Micha? Sehr gut. Ja, ja, genau. Frühling, wie Frühling. Ja, der Frühling, der sprießt aus den winterlichen Ästen, genau. Aus den bemoosten Ästen. Ich habe jetzt einige Tulpen, die auch ein bisschen länger waren, nicht komplett reingesteckt, weil ich wollte dann doch, während ich das gemacht habe, einfach, dass sie so ein bisschen, ja, als wenn die so rauswachsen. Ich meine, das tun sie sowieso. Tulpen gehen ja tierisch noch in die Höhe. Das finde ich ganz schön, dieses Spiel gerade mit diesen Ästen. Das waren unheimlich viele Tulpen. Ein paar habe ich jetzt aufbewahrt, habe die in die Vase fürs Arbeitszimmer genommen. Aber wir haben jetzt einfach so viele genommen, weil der Bund so groß war. Und das kann man natürlich mit jeder anderen Blume auch machen und auch mit wenig Blumen. Aber wie gesagt, wir hatten nun mal eben so viel und deswegen haben wir das einfach hier mit eindekoriert. Und uns gefällt es wirklich gut. Und auch hier jetzt nochmal mit der Lichterkette. Und genau, das Gegenstück, was jetzt mit auf den Tisch kommt, das ist der zweite Kranz. Hier habe ich jetzt die Sterne abgemacht, da waren ja diese Rohrstecker drinne und Kerzen hatten wir da drauf. Das ist alles komplett abgebaut. Wie gesagt, der war nie fixiert, einfach nur das Moos hatten wir so auf den Strohrömer, ich glaube das war ein Stroh, ja genau, so oben nur raufgelegt und es ist super angetrocknet. Aber damit ich dieses Farbspiel von diesen natürlichen auch mit Jute jetzt in diesem Kranz habe, nehme ich jetzt hier diesen Papierwickeldraht und genau, fixiere mir das jetzt hier, indem ich das ein paar Mal verzwirbel. Ziehe mir das nach unten, damit man das nicht sieht und gehe jetzt hier mit dem Draht ein paar Mal um den Kranz herum, nicht
unbedingt, um das jetzt hier zu fixieren, weil es hält wirklich super fest. Aber ich möchte den einfach nur als Deko-Element diesmal da drin haben. Und das heißt, ich kann jetzt so querbeet, ich finde das immer ganz schön. Es ist immer schwierig hier mit dieser Rolle, deswegen schneide ich mir vorher eben was ab. Ich habe mir jetzt ein Stück abgeschnitten und mir ein paar Mal um die Hand gelegt, damit ihr hier nicht überall hängen bleibt, weil das ist wirklich so eine Fisselarbeit, wenn man hier mit dem Draht so rumgeht. Und das ist natürlich viel, viel einfacher. Und deswegen mache ich mir einfach immer nur ein bisschen ab und gehe jetzt hier um den Kranz herum. Einmal rumgewickelt, ich habe noch ein Stück übrig und deswegen gehe ich jetzt wieder zurück. Und jetzt haben wir so wie so eine Kreuz, praktisch wie so ein Kreuz mache ich das jetzt hier, lege mir das jetzt hier immer einmal wieder quer so rüber. Und nun haben wir ihn richtig schön umdrahtet. Genau, und den lege ich jetzt hier auf diesen Teller, wo er auch vorher drauf war, wieder rauf. Ihr könnt, ich finde das ganz gut mit diesem weißen Curly-Moos, weil das noch so leicht dieses Winterliche auch mit dem Weißen da mit reinbringt. Und das kann man nachher ja auch wunderbar rausziehen, aber ich finde, das geht immer. So, genau. Und den lassen wir jetzt drauf. Und jetzt nehme ich hier den Jute-Stoff, den ich ja auch immer wieder gerne für Dekos nehme. Schneide mir hier einfach ein Stück ab. Und jetzt kann man das auch hier nochmal super außen hier, guck mal, einfach nur ein bisschen ziehen, ein paar kleine Fransen machen. Da kann man sich auch super Sets mit basteln, das können wir eigentlich mal machen. Da kann man richtig tolle Muster auch reinmachen. Und ja, jetzt ziehe ich das auf der anderen Seite auch noch mal ab. Und jetzt knülle ich mir das so ein bisschen und lege mir das hier in die Mitte rein. Das muss gar nicht ordentlich sein. Einfach so wie so ein kleines Nestchen eigentlich. Das kann man nachher auch super für Ostern umdekorieren. Und das Glas möchte ich nämlich hier jetzt einmal so raufsetzen. Und der Stoff gibt mir jetzt auch gewisse Höhigkeit, damit das auch wunderbar oben drauf liegt. Wir sind schon fast am Ende. Ich mache jetzt hier einfach das restliche Wasser rein und die Schwimmkerzen. Ihr könnt aber auch super ein Windlicht in die Mitte stellen, ja, oder schöne Frühblüher in die Mitte einpflanzen, kann man auch super da reinsetzen. Aber wir haben ja nun das Gefäß mit den für die Schnittblumen und der steht daneben und deswegen kommen jetzt hier schon mal unsere Schwimmkerzen rein und ich finde, das passt doch perfekt. Ging wieder rucki zucki, oder? Das ging schnell, ja. Ein bisschen dreckig gemacht hier mit den bemoosten Ästen, aber das gehört eben dazu. Und wir haben jetzt beide fertig, einmal mit den Schwimmkerzen, einmal für die frische Blumen, die man immer wieder austauschen kann. Und alle Farben können da rein und das ist eigentlich das Schöne daran. Und genau, und wir gehen jetzt mit euch runter und dekorieren das auf unseren Tisch. Und das ist es, unser Thema. Und Manni gefällt es auch, oder? Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass dieses Winter-Vorfrühjahrsthema euch heute inspiriert hat und gefallen hat, weil dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Ne, Manni? Genau. Und ihr Lieben, ja, folgt uns gerne auf Facebook und auf Instagram. Und Pinterest haben wir auch. Da ist Laura aber noch dabei, das einzurichten. Da geht es auch bald los. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage, ne Micha? Ja, ganz toll. Heute scheint die Sonne. Genau, ist richtig angenehm mal. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, eure Conny und Euer Kameramann, euer Micha. ganz genau, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.